Das sowjetische Speziallager Nummer 7, später Nummer 1 in Sachsenhausen, diente dem sowjetischen Geheimdienst dazu, zwischen 1945 und 1950 60.000 Menschen zu inhaftieren. Damit war Sachsenhausen das größte von insgesamt 10 Speziallagern, die damals in der sowjetischen Besatzungszone und in der frühen DDR existierten. Insgesamt verstarben in den sowjetischen Speziallagern 43.000 Menschen, davon etwa 12.000 in Sachsenhausen. Diese hohe Sterblichkeit von 20% im Nachkriegslager in Sachsenhausen stellt einen der zentralen Aspekte für die Einordnung und Bewertung dieser Nachkriegslager dar. Das führte dazu, dass an Orten zweifacher Vergangenheit wie eben Sachsenhausen, aber auch Buchenwald oder Jamlitz-Lieberose diese historische Nutzungsphase nicht einfach als Nachgeschichte behandelt wird und behandelt werden kann, wie das etwa an anderen Orten ehemaliger alliierter Internierungslager wie in Neuengamme, Dachau oder Esterwegen passiert, wo die sich ebenfalls an Orten ehemaliger nationalsozialistischer Konzentrationslager befanden. Sterben und Tod ist ein zentraler Aspekt der Geschichte des sowjetischen Speziallagers, das hier in unserer Gedenkstätte seit Jahren erforscht, dokumentiert und auch immer erinnert wird. 2010 erschien beispielsweise nach jahrelanger Forschung in Zusammenarbeit mit dem Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes ein Totenbuch mit den Namen der Opfer der Speziallager in Wesel und Sachsenhausen. Seitdem sind 11.890 Namen von hier Verstorbenen öffentlich. Dieses Buch liegt an mehreren Stellen in der Gedenkstätte aus. In diesem größten Massengrab des Speziallagers liegen mehr als 7.000 Tote, die hier nackt und würdelos verscharrt wurden. Es gibt noch 2 weitere Massengräber des Speziallagers. Nach dem Ende der DDR untersuchten ein Militärmediziner und die Bundeswehr die Gräber und es wurden an allen Orten Friedhöfe eingerichtet. Seit 1993 erinnert diese Tafel des Bildhauers Stefan Möller am Friedhof am Kommandantenhof an die Toten. In die Gestaltung des Friedhofes war eng die Arbeitsgemeinschaft Sachsenhausen 1945 bis 1950, ein Opferverband, einbezogen. Individuelle Namenstafeln ermöglichen zudem seit einigen Jahren Angehörigen an ihre hier verstorbenen Verwandten zu erinnern. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch der DDR 1989 kamen ehemalige Speziallagerhäftlinge in die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen, um von ihrem Schicksal zu berichten, das bis dahin in der Arbeit dieser Einrichtung praktisch keine Rolle gespielt hatte. Oftmals fühlten sich auch verpflichtet, über das Schicksal derjenigen zu berichten, die hier 1945 bis 1950 an den unmenschlichen Haftbedingungen verstorben waren. Zur sowjetischen Praxis der damaligen Zeit gehörte es nämlich, dass Menschen nach ihrer Verhaftung oft buchstäblich verschwanden, dass sie nicht mehr die Möglichkeit hatten, zu schreiben oder sich in anderer Weise ihren Familien mitzuteilen und wo sie sich aufhielten. Die sowjetische Besatzungsmacht teilte oftmals nicht einmal mit, dass jemand hier verstorben war, sodass zum Teil bis heute Menschen auf Antworten nach der Frage suchen, wo ihr damaliger Ehemann, ihr Vater oder ihr Bruder geblieben ist. Im Speziallager in Sachsenhausen fanden keine Hinrichtungen statt. Die Menschen starben in erster Linie an Erschöpfung und an Krankheiten, Folgen der katastrophalen Ernährungs- und Hygienesituation. Jede Krankheit konnte zur Lebensgefahr werden und ein Häftling erinnert sich, das dokumentieren wir in der Ausstellung hier, wie jeden Abend, jede Nacht Tote in die Massengräber geworfen worden sind, hier hinter uns.